Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Mathematik. Heute mit den Folgerungen für die Relation kleiner bzw. größer als. Und das sind einige. Um genau zu sein, 10 Stück, beziehungsweise so halb 10 Stück. Wir wollen uns die mal der Reihe nach angucken. Und für ein paar habe ich euch auch ein paar Beispielbeweise mitgebracht. Damit das Video allerdings nicht zu lange wird, sind es nicht alle, okay? Und die anderen gerne als Übungsaufgabe machen und gerne auch mit der Community hier in den Kommentaren teilen. Alles klar. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Wir fangen an mit dem ersten Statement, das wir hier haben. Das ist die berühmte Transitivität. Auch wenn sie nicht so aussieht, das Ding ist wahnsinnig wichtig. Und wir wollen uns das mal ganz kurz ansehen. Also zunächst einmal, wenn x größer y gilt und y größer z gilt, dann soll plötzlich auch x größer z gelten. Wie gesagt, Transitivität, dadurch, dass wir wissen, dass x größer y und y größer z ist, können wir auch schlussfolgern, dass x größer z ist. Intuitiv relativ einfach zu verstehen, würde ich behaupten. Da steht sowas wie 5 ist größer 4 und 4 ist größer 3, also wissen wir, dass 5 größer 3 ist. Ja? Das heißt, wir wissen, wenn das eine größer als das zweite ist und das zweite größer als das dritte, dann wissen wir, dass das erste auch größer ist als das dritte. Das ist die Transitivität. Der Beweis ist ein bisschen komplizierter und ich will euch den mal ganz kurz zeigen. Was wir wissen, ist ja, dass x minus y größer als 0 ist und dass y minus z auch größer als 0 ist. Das sind die beiden Dinge, die wir gegeben haben. Ja? Das heißt, wenn wir hier einmal das Ganze wieder auf 0 reduzieren, das ist immer eine super Idee, hier bei größer oder kleiner als, dann können wir hier einfach für diese beiden Statements das umschreiben, indem wir minus y auf der einen Seite machen und hier minus z auf der anderen, also bei der ersten Gleichung und bei der zweiten Gleichung. Dadurch haben wir diese beiden Gleichungen hier nach 0 aufgelöst. Und das ist super hilfreich, denn jetzt können wir einfach das zweite Axiom anwenden. Das zweite Anordnungskriterium sozusagen für unseren angeordneten Körper. Und das besagt ja, dass ich die beiden einfach aufeinander addieren darf. Und dann habe ich immer noch eine größer als Relation. Sprich, nach dem zweiten Axiom darf ich hier sagen, x minus y, das ist der erste Teil, plus y minus z, das ist der zweite Teil, soll größer sein als 0. Das darf ich machen, wie gesagt, das geht ja aus meinem A2 hervor. Okay, was jetzt passiert, ist ziemlich lustig, denn jetzt kriegen wir hier y, einmal negativ, minus y, einmal positiv, plus y. Und wenn ich die beiden hier zusammenrechne, kommt halt 0 bei raus. Und das heißt x minus z. Der Rest fällt weg. Und wenn x minus z größer ist als 0, dann steht da direkt auch wieder, x ist größer als z. Und das war ja genau das, was wir beweisen wollten. Und dadurch haben wir die Transitivität bewiesen. Das ist mega intuitiv und ein direkter Beweis, falls ihr es nicht gemerkt habt. Falls ihr mehr zu den Beweistechniken haben wollt, in der Playlist sind die ganzen Beweistechniken verlinkt. Cool. Alles klar, wie geht's weiter? Naja, erstmal machen wir das wieder weg hier, damit es ein bisschen aufgeräumter bleibt, ansonsten haben wir nachher keinen Spaß mehr. Und das zweite, was wir zeigen wollen, ist, wenn x kleiner ist als y, das ist das hier, dann ist das dasselbe, wie wenn ich schreibe, minus y soll kleiner als minus x sein. Das ist auch wieder formell aufgeschrieben und schwer zu verstehen. Wenn wir uns das veranschaulichen, macht das mehr Sinn. Wir haben eine kleine Zahl und wir haben eine große Zahl. Wir haben, sagen wir, 42 und 43. So, 43 ist natürlich größer als 42. Wenn wir die jetzt im Negativen betrachten, also quasi andersrum betrachten, dann ist plötzlich minus 43 natürlich kleiner als minus 42. Das bedeutet, die negative Zahl ist natürlich dann das kleinere. Übrigens gilt das auch, wenn wir das andersrum starten, nämlich wenn wir hier minus 1 und minus 2 und minus 1 haben, also hier minus 2 ist ja kleiner als minus 1, ist ja weiter im Negativen, ja. Dann kann ich die beiden umdrehen, also positiv machen in dem Fall, und dann steht da plötzlich, 1 ist kleiner als 2, ja, weil das hier war ja minus 1, das wird zu 1, und das hier war minus 2, das wird zu plus 2. Das heißt, wenn wir das Vorzeichen drehen von den Zahlen, dann dreht sich auch deren Reihenfolge hier. Und das ist auch eine interessante Erkenntnis und lässt sich formal super gut beweisen. Also,
Auch wieder, wir gehen von dem ersten aus und wollen auf die zweite Aussage hinkommen. Ja? Das heißt, wir nehmen das als gegeben an und folgern so lange aus Dingen, die wir kennen, bis wir diese zweite Aussage haben. Das ist die Idee bei diesen Beweisen. Okay, also bei den direkten Beweisen zumindest. Also wir nehmen an, x ist kleiner als y. Ja, was heißt denn das? Das heißt, wenn ich das umschreibe, dass 0 kleiner ist als y minus x. Ja, großartig. Ja, aber jetzt kann ich ja auch hergehen und die beiden Zahlen hier umdrehen. Warum will ich sie umdrehen? Ich will ja am Ende das hier auf der Seite stehen haben und das hier auf die andere Seite rüberbringen. Ja? Deswegen will ich sie umdrehen. So, und was ich jetzt mache, ist einfach, ich mache hier ein Minus Minus draus, denn Minus und Minus gibt Plus. Das haben wir uns ja schon ein paar Mal angeguckt. Also, was wir machen ist, wir schieben erstmal Minus x nach vorne und dann sagen wir Minus Minus y, was so viel ist wie Plus y, nur dass wir hier quasi ein Minus ausklammern. Wir klammern sozusagen Minus 1 aus. Ja? Das heißt, hier steht Minus x, das ist der Teil, Minus Minus y, also plus y. Und jetzt kann ich das Ganze ja wieder rückgängig machen, sprich ich schiebe das y auf die andere Seite und mache hier Plus draus, also plus minus y. Damit kriege ich minus y auf die andere Seite. Cool, und damit bekomme ich minus y ist kleiner als minus x und habe damit genau mein Statement hier bewiesen. Das ist intuitiv wieder mal hier relativ verständlich, aber lässt sich auch wunderbar direkt formal beweisen. Okay, schaut euch, wie gesagt, wenn ihr es nicht verstanden habt, direkt beim ersten Mal gerne ein zweites Mal an. Ich glaube, man kommt da drauf. Es ist nur nicht direkt der erste intuitive Gedanke, das so formal zu beweisen, weil man ja eigentlich weiß, wie es wirklich ist. Und man muss es ja nicht beweisen, aber man muss es halt trotzdem irgendwie beweisen können. Vor allem für eine Klausur. Gut, machen wir weiter mit der dritten Aussage. Die dritte Aussage ist diese hier. Wenn wir eine Zahl haben, die ungleich 0 ist, also x ungleich 0, ja, dann folgt daraus, dass ihr Quadrat, also x mal x, auch größer ist als 0. Und hier steht übrigens nicht ungleich 0 bzw. kleiner oder größer als, hier steht, das gilt für alle. Das heißt, wir haben trotzdem jetzt ein Problem. Wir müssen das beweisen für beide Möglichkeiten, ja. Das ist tatsächlich ja schon eigentlich unser erstes Axiom. Entweder die Zahl ist gleich 0, was sie in dem Fall nicht ist, oder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist größer als 0 oder sie ist kleiner als 0. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, das sagt unser erstes Axiom. Das heißt, wir haben hier zwei Fälle, die wir eigentlich uns angucken müssen. Nämlich einmal, wenn x größer ist als 0 und einmal, wenn es kleiner ist als 0. So, gut. Was passiert dann? Also was heißt das genau für mich? Naja, wir wollen erstmal x² ausrechnen. Das ist ja im Endeffekt so definiert. X mal x ist x². Ich habe hier den Malpunkt weggelassen, damit ihr euch ein bisschen an die Schreibweise gewöhnt und damit es extra weird aussieht, wenn man das hier nie machen würde. Aber x mal x ist x². Aber genauso ist das bei minus x mal minus x. Das ist genauso x². Und dementsprechend ist völlig egal, welche Reihenfolge ich eigentlich habe oder ob mein x negativ ist oder nicht. Das Vorzeichen, das Negative, geht ja immer weg. Und dann kann ich ganz einfach hergehen, ja gut, aber wenn eins davon, egal welches, also eins davon, nehmen wir einfach mal an, wir haben 5, ja, dann haben wir diesen Fall hier, dann ist x² eben 5 mal 5. Dann haben wir das hier. 5 und 5 sind beide größer als 0. Ja gut, aber wenn wir minus 5 haben, können wir einfach den Fall hier drüben nehmen. Dann haben wir minus minus 5 mal minus minus 5, was auch positiv wäre. Also im Grunde haben wir hier aus minus 5 haben wir plus 5 gemacht, weil es kommt ja dasselbe bei raus. Das dürfen wir ja quasi so umschreiben, ja. Das heißt, wenn wir eine negative Zahl haben, wandeln wir sie halt davor quasi in was Positives um. Und warum machen wir das? Ist ja eigentlich total dumm, aber das dürfen wir machen. Und dann können wir das dritte Axiom anwenden, nämlich die Monotonie der Multiplikation, ja. Weil wenn wir zwei positive Zahlen miteinander multiplizieren, wissen wir ja, dass am Ende was Positives bei rauskommt. Etwas, das größer ist als 0. Und wenn wir die negativen Zahlen umschreiben dürfen in was Positives, ohne dass wir hier Informationen verlieren, dann dürfen wir das auch machen. Cool. Und damit haben wir im Endeffekt ja unser Statement hier vorne bewiesen. So, das war das dritte Statement.
Jetzt gebe ich euch mal eins, was ich nicht beweisen werde hier. Ich werde es euch allerdings kurz erklären. Und das ist das hier, beziehungsweise dieselbe Variante, nur halt andersrum, ist diese hier. Ja, das ist jetzt eben nicht der Fall x mal x, sondern eben x und y. Und in dem Fall sagen wir hier, okay, wir haben hier immer zwei Möglichkeiten, nämlich wenn wir einmal x mal y haben, dann kann das größer als 0 sein oder es kann kleiner als 0 sein. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir hier haben. Und ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Wenn es größer ist als 0 hier, dann ist x größer als 0 und y ist größer als 0. Also das heißt, beide Zahlen sind positiv oder beide Zahlen sind negativ. Ansonsten kommen wir hier nicht auf das Positive. Das ist ein Statement, das ist halt einfach so, ne? Das kennt ihr auch eigentlich aus der Mathematik. 5 mal 5 oder 5 mal 4 ist positiv, aber minus 5 mal minus 4 ist auch positiv. Die Vorzeichen canceln sich sozusagen aus. So, und das zweite hier ist x mal y ist kleiner als 0, dann bedeutet das, entweder ist x negativ und y positiv oder eben andersrum, x ist positiv und y ist positiv. Das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen, ohne Beweis. Ansonsten werden wir heute, glaube ich, nicht mehr fertig mit dem Video. Und ich will nicht unbedingt 2 draus machen. Das ist außerdem eine schöne Übung, deswegen gönnt euch. Was ich viel lustiger finde, ist, dass wir heute beweisen werden, warum eigentlich 1 größer ist als 0. Bam, bam, bam. Ja, und lustigerweise brauchten wir dazu den Satz Nummer 3 hier, nämlich, dass eben x, wenn x ungleich 0 ist, dass dann x² größer ist als 0. So, und jetzt wird's lustig, denn das benutzen wir jetzt für den Beweis. Also wir haben gegeben 1, was ja offenbar ungleich 0 ist, das hatten wir in der Definition festgelegt, und wir haben 1². Erinnert euch, 1 ist das neutrale Element der Multiplikation. Das heißt, irgendwas mal 1 ist eben dieses irgendwas. Das gilt auch für 1 selber. 0 war das neutrale Element der Addition, das heißt 0 plus irgendwas ist das irgendwas. Ja? Und in dem Fall haben wir hier eben 1 mal 1, also 1², ist 1. So, und wir wissen jetzt, 1 ist ungleich 0 und 1² ist 1. Ja, aber hier oben haben wir ja gesagt, dass wenn etwas quadriert wird, dass es dann immer größer 0 ist. Und warum ist diese spitze Klammer hier abgeschnitten? Es tut mir leid, ich weiß nicht, was Office hier macht. Egal. Wenn wir hier irgendwas quadrieren, was wir ja mit 1² tun, dann muss das positiv sein. Ja, und dementsprechend wissen wir ja, dass 1 größer sein muss als 0, weil 1² ist ja 1. Und ja, damit haben wir bewiesen, dass 1 größer ist als 0. Fand ich sehr interessant, deswegen wollte ich das hier unbedingt mit reinbringen, weil man damit beweisen kann, dass 1 in jedem Fall größer sein muss als 0. Cool. Einen machen wir noch, einen sogar mit Beweis, einen letzten Beweisbeispiel, damit ihr auch mal einen Widerspruchsbeweis gesehen habt nochmal, damit ihr die auch kennenlernt oder ein bisschen vertrauter mit denen werdet. Und zwar, x größer 0 ist äquivalent zu 1 durch x ist größer als 0. In dem Fall übrigens gehen beide Richtungen. So, das heißt, wenn wir eine positive Zahl haben, dann ist ihr Kehrwert auch positiv. Ja? Also wenn wir 42 haben, ist 1 durch 42 immer noch positiv. Und das geht egal, wie groß die Zahl ist übrigens. Über negative Zahlen wird hier übrigens keine Aussage gegeben. Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Also, da ist der Beweis erstmal eben ein Widerspruchsbeweis. Das heißt, wir nehmen einfach mal an, wenn wir ein positives x haben, sei doch mal einfach 1 durch x negativ. Das heißt, wir nehmen an, wie gesagt, positives x setzen wir voraus, 1 durch x soll sein kleiner als 0. Das ist offenbar, nehmen wir einfach mal an. Ja? Ja, dann dürfen wir doch aber Folgendes machen. Wir haben, wenn wir jetzt das Ganze einfach umdrehen, sagen wir mal, ja, also wenn 1 durch x eben größer ist als 0, dann wissen wir ja aus den Annahmen oben drüber, dass wir es umdrehen dürfen, also quasi minus 1 durch x muss ja dann positiv sein, weil wir drehen es ja quasi um, okay? Das heißt, minus 1 durch x, den Sprung habe ich jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen kürzer gemacht. Minus 1 durch x muss ja größer als 0 sein, ja? Dementsprechend dreht sich das hier auch mal so. Ich habe quasi einfach nur minus 1 durch x größer 0 geschrieben. Und was ich dann laut Annahme 3 machen darf, weil minus 1 durch x ist ja eine positive Zahl und x ist ja auch eine positive Zahl, das war unsere Annahme, dann darf ich die aufeinander multiplizieren. Ihr erinnert euch, die und so weiter und so fort, der Multiplikation, ja?
Monotonie der Multiplikation zum 48. Mal oder sowas, dann haben wir hier plötzlich stehen, minus 1 durch x mal x ist größer als 0. Das sieht schon mal falsch aus. Das ist auch wirklich falsch, denn wenn ich das jetzt hier multipliziere, dann ist ja 1 durch x der Kehrwert von x. Das heißt, 1 durch x mal x muss das neutrale Element ergeben. Und das neutrale Element ist eben 1. Da aber vorne dran noch ein Minus steht, haben wir am Ende die Aussage, minus 1 soll größer sein als 0. Da wir aber ja wissen aus dieser Aussage hier, dass 1 größer sein als muss, kann quasi das Negative, also sozusagen, ja, minus 1 in dem Fall, kann eben nicht größer als 0 sein. Und dadurch haben wir einfach den Widerspruch. Und ja, deswegen können wir das auch nicht so stehen lassen. Okay. So, die übrigen gehen wir jetzt einfach nur kurz durch und wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach mal ein paar Beweise üben. Das sind noch 3 Aussagen, die sind alle nicht so super knackig, aber man kann sie, braucht ein bisschen Zeit dafür. Aber wenn ihr, wie gesagt, euch das Ganze noch wünscht, dann schreibt ihr mir das einfach. Aber ich würde, glaube ich, lieber die anderen Themen weiterführen. Okay, also erstmal, was ist denn, wenn x kleiner ist als y und z ist kleiner als 0? Nun, dann kann ich das Ganze eben auch so schreiben, z mal x ist größer als z mal y. Im Endeffekt eine wahnsinnig wichtige Aussage, denn hier sehen wir, wie sich eine Multiplikation mit einer negativen Zahl verhält. Das ist vor allem als Rechenregel unfassbar wichtig, denn wenn wir hier schreiben, okay, 5 ist kleiner als 10, und bitte multipliziere hier mal minus 1 vorne dran. Also zum Beispiel, ich multipliziere auf beiden Seiten mit minus 1. Ja? Dann würde hier stehen, minus 5 ist kleiner als minus 10. Okay? So, das geht natürlich nicht, weil das falsch ist. Also müssen wir eigentlich das Vorzeichen umdrehen. Und zwar jedes Mal, wenn wir mit einer negativen Zahl multiplizieren. So, und das ist quasi die Kernaussage von 8. Wenn ihr mit einer negativen Zahl multipliziert, während ihr eben so eine Ungleichung habt, dann müsst ihr das Vorzeichen umdrehen. Einfach quasi umdrehen, also aus kleiner als wird ein größer als hier drüben. Und dann stimmt's wieder. Cool. Und das kann man, wie gesagt, auch formell beweisen, wenn man das möchte. Das überlasse ich an der Stelle euch. Nächster Satz, den wir hier haben. Oh, da ist was schief gegangen. Wir nehmen gleich den 9. noch mit rein. Den 9. und den 10. natürlich. Also, wenn wir haben x² ist kleiner als y². Achtung, hier geht es um die Quadrate. Und wir haben ein x größer gleich 0 und ein y größer 0. Dann gilt auch automatisch x ist kleiner als y. Das sind jetzt hier ein paar mehr Voraussetzungen. Ich mache ein Beispiel. Wenn wir haben 5² und 6², haben wir 25 und 36 und beide sind größer gleich bzw. größer als 0, dann gilt natürlich auch, dass x kleiner ist als y. Warum gilt das? Soll ich es nochmal sagen? Die Monotonie der Multiplikation. Ihr könnt es gerne selber nachbeweisen, aber das ist im Endeffekt die Grundaussage. Wenn wir hier wurzeln, bleibt das Vorzeichen stehen. Und wenn wir hier quadrieren, bleibt es auch stehen. Da muss man nichts dran ändern. Außer, ja, nee, also wenn beide Zahlen halt größer als 0 sind, dann nicht. Also wenn das gegeben ist, passt das. Gut. So, und die letzte Aussage ist ein bisschen auch wieder kryptisch geschrieben. Wenn x größer y ist und a größer b ist, dann ist x plus a größer als y plus b. Auch diese letzte Aussage hier ist sehr, sehr einfach zu beweisen. Tatsächlich ist das, glaube ich, mit die einfachste. Also wenn ihr Bock habt, versucht es zuerst mit der. Die könnt ihr beweisen über die Monotonie der Addition. Denn hier geht es ja ums Addieren. Ja? Und im Endeffekt ist die Kernaussage, wenn ich habe 5 ist größer als 4 und ich habe 3 ist größer als 2, dann darf ich meine 3 auf die größere Zahl addieren und die kleinere Zahl darf ich auch auf der anderen Seite addieren. Dann bleibt diese Ungleichung noch immer bestehen. Klar, natürlich, weil das würde übrigens eigentlich sogar mit größer gleich funktionieren, weil ich ändere ja nichts an der Ungleichung. Ja? Die größere Zahl oder die größeren beiden Zahlen befinden sich ja dann auf der linken Seite und die kleineren beiden Zahlen befinden sich bei dieser Ungleichung auf der rechten Seite. Und das ist im Endeffekt die Magie hier hinten dran. Okay, das waren die ganzen, Rechenregeln, die man für Ungleichungen benutzen kann. Und
die wir im Endeffekt einfach nur aus diesen Definitionen von einem angeordneten Körper, wie eben auch die reellen Zahlen einen bilden, herleiten können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Beispiele für diese Beweise mitnehmen können und sie bringen euch auch was. Und ja, nächstes Mal hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao.